Sache ist. Okay. Ähm, Mann, ich hab doch da und gar nicht zwar- drauf geklickt. Diese scheiß denn? Schilder bei diesen Truhen, Alter, das regt mich so auf. Ich hab da nicht drauf geklickt, nicht mal in die Nähe. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42, spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen lachend Stardew Valley. Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und den ganzen anderen Scheiß. Ich hab einen Keller! Er hat einen Keller! Butchmann, komm in meinen Keller. Komm in meinen Keller, Ich komm. Junge. Ich komme. Hier wachsen auch Pilze. Ja. Ich komme. Ich muss gerade Ah, an einen Witz denken. Weil wir gerade über Was? Join geredet haben. Okay. Jetzt bin Und ich aber gespannt. ich muss gerade an einen dummen Witz an Sketch von, wie hieß nochmal? Switch Reloaded denken, Ja. wo die so eine Peter Zwegert-Verarsche gemacht haben und die dann reinkommen und sagen, Peter Zwegert will eigentlich nur ins Fernsehen? nee, aber wo die dann sagen, ja, ich bin hier, was kann ich für Sie tun? Ja, unsere Freunde haben uns von Premiere erzählt und haben gesagt, wir sollen uns das auch mal holen. Und ja, also haben sie sich das Premiere Family Abo geholt? Nein, wir haben Premiere geholt, also den Konzern. Ja, wir haben Premiere gekauft. Und das fand ich so gut. Das wird eine ganze Menge Wein. Das wird richtig Wein. Wein haut Los rein. geht's. Ich hau auch wieder ab. Ich habe hab hier eine andere Sachen zu Kiste. tun. Achso, ich habe ja hier eine Kiste mit Amethysten. Ich bin ja Cool. voll schlau 42. Schlau 21. Nee, schlau 21, so. Jetzt aber. Ich habe gehört, dass wir heute in die Schädelmine wollen. Oh, wir müssen absolut in die Schädelmine heute. Das Blöde ist, wir müssen halt immer auch erst ernten. Also ist Hat der natürlich nicht nicht gesagt, blöd, man weil kann- bringt Money, aber... Das hier kommt mal alles weg. Mein Dings ist schon wieder so voll, ey. Ach, und ich muss Kupfer zu Clint bringen, weil ich habe die Quest tatsächlich schon fertig. Ich noch nicht. Ja, ich habe irgendwie auf einer Ebene hatte ich dann irgendwie super viel Kupfer. Und, Ja, manchmal hat man so viel Glück, ne? Ja, Manchmal wahrscheinlich hatte ich läuft's. gestern einfach einen richtig guten Tag, ne? Und heute ist dann wieder so ein Kacktag. Heute ist wieder richtig doof. Habe ich noch? Ja, ich habe noch 2 Sonnenblumen für Hailey. Das ist Guti. Ich finde, die Störe könnten sich ruhig mal ein bisschen vermehren. Ja, das nervt gerade. Die sind ganz schön langsam. Die geben sich überhaupt keine Mühe mehr. Störe abschaffen. So, Ab 2022 keine Störe mehr. haben wir noch Themen? Bob, hast du bestimmt noch ein Thema, oder? Ja, na klar. Butch, ich muss mal über ein Thema reden, über das ich halt irgendwie voll keinen Plan habe, aber vielleicht Leute in der Community oder du vielleicht. Ich habe mich aber auch nicht so reingelesen, weil ich mir dann dachte, okay, so interessant finde ich es dann auch wieder nicht, aber... Der Zweite Weltkrieg. Nee, die Schlacht um Hütter. War natürlich erster, aber... nee, und zwar geht es um den guten Rainer Winkler, den guten Drachenlord. Oh. Ich habe einfach keinen Plan. Also, ich habe diesen Typen vor ein paar Jahren schon irgendwie mal wahrgenommen, weil halt lustige oder eben nicht so lustige Sachen über den gepostet, gemacht wurden. Und ich habe einfach keinen Plan zu der ganzen Story. Also, was ist der Hintergrund? Warum wird der so gehatet, wie es ja so heißt, die Hater und so? Was ist da passiert? Also, hä? Okay, das ist jetzt Klär mich ein auf. großes Thema und wir müssen, ich möchte, dass wir nur dieses eine Mal über den Drachenlord sprechen und sonst nie wieder. Oh, okay, so schlimm ist das? Das wäre gut, weil dieses Thema ist toxisch in jede Richtung. Okay. Das ist mit das Schlimmste, also das macht so viel auf, das Thema, tatsächlich. Okay. Da geht es um... Sorry, aber ich habe halt keinen Plan. Es ist vollkommen okay. So, Drachenlord ist halt so ein YouTube-Kanal. Der Typ wohnt in einem Haus, in so einem kleinen Örtchen. Na, hier auf der Drachenschanze halt. So viel habe ich auch mitbekommen. So Genau. wird das irgendwie wohl genannt. Ja, der Typ ist halt komisch. So, Ja, ne? gut, Der das ist halt, weiß ich auch. Der ist halt ein bisschen weird so, der ist, hat Übergewicht, viel Haar, ne? Kann man drüber denken, was man will, so. Man muss ihn ja nicht heiraten. So, der kann ja aussehen, wie er will.
Der postet alles Mögliche von sich im Internet, ist da sehr, redet da wirklich sehr offen über sich so, auch über sehr intime Sachen teilweise. Und das hat sich über die Jahre so zugespitzt, dass eben natürlich ein paar Leute auf ihn aufmerksam wurden und wie es nun mal so ist, Leute trollen im Internet und haben dann getrollt. Und er ist da, soweit ich weiß, sehr drauf eingestiegen. Okay. So. Und blöderweise ist irgendwann seine Adresse im Internet aufgetaucht. Ich glaube, weil er sie sogar genannt hat. Er hat irgendwie meint, ja, wer mich hatet und so weiter, komm doch einfach her, hier ist meine Adresse und dann können wir uns ja prügeln und so, nach dem Motto. Oh, shit. Okay. Das war mit der größte Fehler, den er machen konnte, weil dadurch natürlich Leute hingefahren sind. Und, ist das jetzt nicht sogar so krass? Also, weil ich habe das manchmal durch ein Solmecke-Video oder so gesehen, dass da dann so richtig wie ein Festivals quasi entstehen, dass die Leute sich da versammeln und was weiß ich nicht. Und das ist eigentlich ist das passiert, nur so ein 42-Seelen-Ort oder irgendwie was. Und da muss ständig Polizei und was weiß ich. Und ich dachte mir so, was ist denn da an mir vorbeigegangen? Also ich hab das überhaupt nicht mitbekommen. Und ich wusste dann auch gar nicht, warum, wieso, weshalb. Und es gibt so ein paar Leute, die sich dann wirklich draufgestürzt haben und vor allem so eine Truppe um der eine Typ saß jetzt irgendwie auch im Knast. Nicht nur deswegen, sondern weil der auch ziemlich dumme Scheiße gelabert hat. Wie hieß er nochmal? Irgendwie der Übermensch? Keine Ahnung. Ich will dem auch gar keine Plattform hier bieten, weil der Typ einfach ganz kaputt ist. So. Okay. Hat halt immer so von Meinungsfreiheit gesprochen und man dürfte alles sagen, weil man darf ja auch sagen, dass es den Holocaust nicht gab, weil man war ja nicht dabei. Woher soll man denn wissen, ob das passiert ist oder nicht? Hä? So, Okay. er zweifelt das zwar nicht an, dass das passiert ist, so, aber er findet, dass man das ja ruhig sagen könnte. Nach dem Motto. Also wirklich so ein Volltrottel war das. Darf man nach seiner Auffassung auch Heil Hitler sagen, weil Hitler ist ja tot? Oder was? Also, what the fuck? Ja, er ist halt der Meinung, dass alles gesagt werden darf. So. Alles von der Meinungsfreiheit gedeckt. Okay, so Genau. eine Art von Mensch also. Also ein richtiger... Vergiss nicht die Idiot. Steine Welche Steine? und Kupfer. Ja, Wir ich müssen weiß. 1000 Steine sammeln in einer Woche. Ja, ich schaff's auch mit dem Kupfer. Bin schon wieder in der Mine. Ja, ich habe hier die Taschen voll, ey, weil gerade durch Clint noch so viel dazu kam. Tatsächlich Clint? grad. Ja, irgendwie, ich habe Geoden weggebracht und da waren halt echt viel Zeug irgendwie dabei. Moment, zu der vorherigen Folge. Ja. Die Folge, in der wir den Geoden-Crusher, glaube ich, bekommen haben. Da haben wir über die Automatisierung gesprochen. Okay. Nur, Weiß ich dass nicht, du ob ich das finden dann werde. weißt für die Infocard. Okay. Vielleicht finde ich das. Ja, ist halt ein sehr anstrengendes Thema tatsächlich. Da sind dann Leute halt Genauso hingegangen wie und das dann Thema seitdem selber. machen halt irgendwie Also es 1000 ist wirklich Leute so, dass oder der warum macht seitdem man sowas? gemobbt wird, der hört auch nicht auf mit seinen Videos, ne? Er macht halt auch weiter. Sind wir gerade nicht Also mehr der verbunden? Drachenlord. Weil ich höre Er dich macht gerade halt nicht. weiterhin Videos, er macht weiterhin Vielleicht ist der Butch gerade weg. Dann erzähle ich einfach so. Also, keine Ahnung, ich habe halt von dem so Zeug, was er Drachenlord eben macht. Achso, vielleicht bin ich ja auch rausgeflogen. Nö, ich rede noch, aber Butch redet Das Problem ist dadurch, ist aber, dass kommt nicht hier bei die mir an. ganzen Bewohner Er ist eben hier auch in der Mine. total genervt sind von dem, was da ja, ich verstehe passiert. das halt Die nicht, werden weil- teilweise bedroht, die werden beschimpft, Bei die diesem werden ganzen beworfen Drachenlord-Gedöns. mit Sachen. Die leiden da halt echt wie man drunter. dann halt so Das ist sein total kann krass, was in diesem Ort da abgeht. und dahin geht und so. Mann, Nur Butch, was ist denn jetzt seinetwegen los? irgendwie. Klar, Mann, kann man ihm nicht die ganze Schuld zuweisen, weil es immer noch die Entscheidung von jedem Einzelnen, Gut. da jetzt hinzufahren und da stumm zu machen. Ich habe eine Ja, und prismatische irgendwie Scherbe ist bekommen. dieses ganze Phänomen, also es muss ja schon seit Jahren irgendwie so Hallo? gehen. Das ist irgendwann völlig an mir vorbeigegangen. Oh Gott, muss Also- auch schon wieder hin. Hab dann immer nur so extern so irgendwie was mitbekommen. Man, sieht Da man ist das Bob, nicht? aber er hört mich nicht. Man hört dich Warte mal. nicht. Was ist mit ihm los? Weißt du nicht, wie man hier schreiben kann, oder was? Drück T, wie Talk. So, jetzt aber. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er Ich wollte dir wieder gerade sagen, dass du T drücken musst für Talk, dass du hier schreiben kannst. da. Ja, ich weiß, wie man hier schreiben kann. Okay, Ich habe eine gut. prismatische Was Scherbe war bekommen. das Problem? War ja wie Weiß ich gestern, nicht. oder? Nee, Also da irgendwie hatten wir mein, es ja schon mal.
Nö, irgendwie war mein Handy gerade einfach Okay. Na gut. Verbindung weg. Ich habe eine prismatische Scherbe. Oh, what? Ja, nice, Alter. Nice. Richtig nice, ey. Ab ich weiß nicht, ins Museum damit. Was hast du noch gehört? Naja, dass irgend so ein Typ, also dieser Typ, der halt komisch ist und so, ja. Und dann wollte ich gerade sagen, erzähl mal weiter. Und ich habe zwischendurch bloß gesagt, dass ich das irgendwie nicht nachvollziehen kann und dass das halt, wie gesagt, voll an mir vorbeigegangen ist. Ja, also ich habe halt noch gesagt, dass der Drachenlord halt immer noch so weiter seine Videos macht, so. Und man kann das Schlimme ist halt für die Anwohner vor allem, ne? Ja, Die halt da die ganze Zeit drunter leiden müssen. Das ist eigentlich das größte Problem, weil das ist nun mal ein kleiner Ort und der wird da so, die werden so drangsaliert, die werden ja auch beschimpft und beworfen mit allem möglichen. Andauernd ist da irgendwie Presse auch und das fand ich so schlimm, weil ich eine Doku gesehen habe und der Typ, der die Doku gemacht hat, ja, der hat mit 3 Leuten gesprochen, die sich zum Interview bereit erklärt haben. Die eine hat sich auch verpixeln lassen, weil die halt nicht weiter im Internet irgendwie auftauchen möchte. Okay. Und die anderen beiden haben halt darüber gesprochen, wie schlimm das für alle Anwohner ist. Andauernd gehen Leute dann zu Drachenlords Haus, bla 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 und drangsalieren eben die Leute. Und was machen die dämlichen Hater habe ich gelernt. Nee, nicht die Hater, sondern die Dokumentation gemacht haben. Warte mal, ich habe keine Energie mehr, also ich muss einmal raus. Ja. Was machen die Dokumentation machen? Haben Interviewanfrage an Drachenlord gestellt. Er hat gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und die gehen trotzdem hin. Echt? Dann gehen die da trotzdem hin und sagen so, ja, obwohl er halt gesagt hat, nee, wollten wir uns trotzdem nicht nehmen lassen. Und ich denke mir, ihr seid genauso kacke wie all die anderen, über die ihr gerade eine Doku macht und die ihr gerade so verurteilt und ihr seid selber nur so eine schaulustigen Penner gerade, Alter. Das hat mich so wütend gemacht und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Das ist ja einfach mal richtig niederträchtig. Das kann nicht wahr sein. Die klagen da ihr Leid und sagen, wie schlimm das ist seit Jahren und ihr macht genau die Scheiße. Schämt euch. Ich wurde so wütend, als ich das gesehen habe, wirklich. Ey, ne, das glaube ich. Oh, wirklich, Mann, das ist richtig kacke. Richtig kacke gewesen. Schämt euch. Hört auf, so eine Kacke zu machen, wirklich. Macht man nicht. Macht man nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie Menschen halt so sein können. Ich auch nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das hat auch nichts mit Journalismus zu tun. In dem Moment. So. Das ist auch nicht mehr Pressefreiheit, wenn ihr in die Privatsphäre von Leuten eindrängt, die gesagt haben, sie möchten das nicht. Ja. Oh Mann. So. Alles Deppen außer Kann nicht sein. Es fehlt noch ein scheiß Kupfer. Echt? Da ist es. Na, siehst du. Oh, ich darf gar nicht mehr hacken. Ich weiß nur nicht, ob ich es jetzt noch zu Clint schaffe. Ja, machst du morgen. Oder ist nur noch heute? Ich hab nur noch heute. Dann musst du zum Saloon, beziehungsweise von der Mine aus direkt zur Stadt mit der Lore. Dann bist du ja direkt vor seinem Haus. Und wenn du Glück hast und er war heute im Saloon, dann kommt er da hingelaufen vom Saloon aus. Ja. Hier ist auch dein Pferd. Das ist auch gut. Ja, so, sehr gut. Ansonsten, dein Pferd steht auch an der Bushaltestelle, ne? Ja. Ja, aber deswegen so diese ganze Drachenlord-Geschichte, wie gesagt, ist irgendwie völlig... Also ich habe immer mal so irgendwas gehört oder was weiß ich nicht, aber nie so richtig gewusst, okay, was geht da jetzt eigentlich ab, was ist da vorgefallen und habe mich dann immer gewundert, dass das so ein Riesending zu sein scheint und jeder weiß darüber Bescheid, halt nur ich nicht. Ja, es ist aber auch ein Thema so, das ist halt, je mehr man darüber spricht, desto schlimmer macht man es eigentlich. Deswegen... ja, sorry, ich wollte es halt nur mal wissen. Nee, alles gut. Ich finde das auch wichtig, darüber aufzuklären und dass die Leute auch lernen, die Finger von dem Thema zu lassen, das nicht weiter zu bebuttern. Lasst den in Ruhe, lasst diesen Ort in Ruhe und kümmert euch um euren eigenen Scheiß, ganz ehrlich. Ey, da denke ich mir aber auch so, ich hätte doch gar nicht, also, scheiße Mann, ich würde gar nicht den Weg auf mich nehmen, nur um da hinzugehen und, was weiß ich, irgendwie Stress zu machen. Also was keine Ahnung, was sind denn das für Leute? Also sind das irgendwie 12-jährige Kiddies oder was? Nein, das sind teilweise also. die waren denn da, also dieses Doku-Team war denn da. Doku-Team waren ja nur 2 Leute. Waren denn im Ort und dann kam da gerade einer an im Auto. So.
Und die haben den dann gefragt, so, ja, was machen sie? Ja, es war ein erwachsener Mann. So, irgendwas Ende 30 ey. vielleicht. Und ja, nee, ich wollte mir das jetzt nur mal angucken. So, ich habe davon so viel Schaulustig. gehört und dachte mir, Ja. ey, ach, komm, ey, verzieh dich, ganz ehrlich. Ich sag, das kommt vom vielen zu vielen RTL gucken. Ja, jetzt kommt von zu wenig RTL gucken. Das ist ein alter Witz aus Scary Movie. Ein UFO. Okay. Ein UFO kommt. Ja, Aus cool. Scary Movie 1, da kommt so, ja, das kommt doch alles so von zu viel Fernsehen. Nein, von zu wenig Fernsehen kommt das. Aber kommt da auch zu viel OK drücken? Ich muss erst mal was trinken, Entschuldigung. Ach so. Kannst du zwischen den Aufnahmen machen. Nein, Ah. ich habe jetzt so viel geredet und mich aufgeregt. Ja, stimmt. Ja, sorry, dass ich das Thema aufgemacht habe. Mich hat es nur Nein, mal ich interessiert. Ist absolut. Mich hat es ja auch interessiert, deswegen habe ich ja diese Doku geguckt. Und dann habe ich mich so aufgeregt über dieses, na egal. So, Pizza. Geil. Ja, immer noch Schädel. Obwohl, lass die 1000 Steinaufgabe einfach in der normalen Mine machen. Okay, ich habe übrigens immer noch die prismatische Scherbe. Wo muss ich die hinbringen? Museum wäre jetzt das nächste. Also, weil wir haben ja jetzt beide das Galaxy-Schwert. Und jetzt Ja. als nächstes kann man es dann mal fürs Museum ausgeben. Okay. Viele Leute machen das so, erste prismatische Scherbe, dann steht da, Gunther kann dir mehr darüber erzählen und dann packen sie es Oh, natürlich sofort ins scheiße. Museum und haben dann halt Ja. dieses Schwert nicht. Deswegen, Das Leute, ist mies, Tipp von uns, immer erstmal Schwert holen. Ja. Oder halt aufheben, bis man auch in die Wüste kommt. Genau. Wieder So, viel uralte Zeug. Früchte. Oh ja, sind einige uralte Früchte jetzt hier am Start. Sehr schön. Und die Bäume tragen auch ordentlich. Hervorragend. Also den Köder geht noch Ähm, rein. Ja, okay, haben wir die Drachenlord-Geschichte ja auch mal Genau. abgearbeitet. Ich habe das nächste Thema, was Ja, nochmal noch mal eine Weiterführung von einer anderen Sache ist. Okay. Ähm, Mann, ich hab doch da und gar nicht zwar- drauf geklickt. Diese Was ist scheiß denn? Schilder bei diesen Truhen, Alter, das regt mich so auf. Ich hab da nicht drauf geklickt, nicht mal in die Nähe. Und zwar hatten wir in einer Folge schon mal Leute, die wir halt gern kennenlernen würden. Oh ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Und dazu habe ich noch eine Erweiterung, ist mir irgendwann so mal bewusst geworden. Tatsächlich würde ich richtig gern mal Red und Link von Good Mythical Morning treffen. Oh, das glaube ich dir. Weil ich die beiden echt super finde und auch schon jahrelang Fan und alles bin. Mhm. Ich finde die beiden einfach super. Die sind auch so, die sind halt einfach witzig. So, Ja. ich mag die. Die und dann, letztens ist mir noch irgendjemand eingefallen. Aber ich weiß nicht mehr wer. Verdammt. Ich hätte es aufschreiben sollen. Aber ich habe mir nur Red und Link aufgeschrieben. Na toll. Ich habe die tatsächlich noch gar nicht so viel konsumiert. Oh, das ist super. Das ist Ich einfach weiß, super. ich weiß. Wir haben vorhin was zum ich Frühstück haben wir auch geguckt, machen sie auch schon länger, Science Experiments without Instructions sozusagen. Also, ne, es wird halt werden Sachen hingelegt, ne? Mhm. Also irgendwelche Gegenstände und was weiß ich nicht. Und dann müssen sie daraus das Experiment, was erfolgen soll, müssen sie rekonstruieren, aber ohne Anweisung. Ah, Und es gibt auch immer einen Gegenstand, der nicht dazugehört, also nur ein Decoy Oh, das ist. Das ist Und interessant. das ist mega witzig und auch echt interessant. Und die machen so viel anderen Quatsch, die ganzen Willet-Sachen und was weiß ich nicht. Also es ist schon mega cool. Da gibt's auch was ist denn das von Ja. 1 Live, glaube ich. Ich glaube, es ist auf 1 Live. Auf dem YouTube-Kanal gibt es auch so ein Format mit Felix Lobrecht, der halt Lifehacks rausfinden muss anhand von Gegenständen, die ihm gezeigt werden. Ah, okay. Ah, Und dann muss er das selber basteln schön und selber geklaut. Der ist halt aber kein Science-Experiment, sondern sind halt nur Dings. Und tatsächlich ist das bei ganz Red lustig. und Link sind es halt auch nur irgendwelche, ich sag mal, Schülerexperimente, könnte man eher Ja. sagen. Also ich meine, was hatten sie vorhin? Sie hatten eine Gurke, eine Zitrone, ein Messer, so ein Eisstiel, Holzeisstiel, Backpulver und rote Lebensmittelfarbe. Okay, und was haben sie draus gemacht?
Sie haben es tatsächlich mehr oder weniger rausgefunden. Also ich dachte mir schon so, okay, Zitrone und Backpulver, ja, reagiert, ne, weil Base und Säure. Und warte mal, ich bin gerade am Überlegen, die uralten Früchte. Ja. Und am Ende war es so, okay, die Gurke war natürlich Decoy, also die hat man für gar nichts gebraucht. Mhm. Und es ging halt darum, die Zitrone aufschneiden mit dem Messer, mit dem Holzstiel, sag ich mal, quasi ein bisschen reinstechen und so, dass halt die Säure freigesetzt wird. Ja. Und dann die rote Lebensmittelfarbe rauf und dann das Backpulver drauf. Und dann sieht es halt so aus, als ob eben das so wie so ein bisschen vulkanmäßig kommt das dann halt so raus, weil es so heftig reagiert. Wäre ich nie drauf gekommen. Ich schon. Ich dachte mir so, ja, okay, die Gurke kannst du direkt vergessen, weil die ist hauptsächlich nur Wasser. Und Wasser ist jetzt nicht so reaktionsfreudig mit irgendwie anderem Shit. Also, obwohl doch schon, aber weißt schon, wie ich meine. Ja. Und das finde ich halt ganz cool. Und deswegen die beide, also die würde ich echt gern auch mal so treffen. Die sind, glaube ich, echt cool. Vor allem, die haben halt auch schon super früh mit YouTube angefangen. Ne? Also, wir ja auch. Nee, die haben noch sehr viel weiter vor uns angefangen. Also die haben wirklich viel weiter vor uns. Ja. Wenn du dir die ganz alten Sachen anguckst, die haben halt so damals quasi Jingles auch für irgendwelche Unternehmen oder so dann auch gemacht. Oder haben halt so, also hauptsächlich erstmal Musik gemacht. Und dann irgendwann haben sie es so wie so eine Morningshow im Internet aber halt gemacht. Ja. Schon witzig. Das finde ich cool. Ich hab ja auch die als geistbekannten Monster. Okay, das können wir auch noch machen. Geist jagen. Kriegen wir hin. Ghostbusters. Das erinnert mich auch immer wieder, wenn ich so an altes YouTube denke, muss ich auch immer wieder an die Anfänge von Bo Burnham denken. Der ja auch wirklich in seinem Kinderzimmer Musik gemacht hat und dadurch eben, heute ein international gefeierter Comedian und Filmmacher ist. So. Und er ist so alt wie wir. Das ist total krass. Das ist mega krass. Bo Burnham auch coolster Typ. Also. Würdest du auch gern treffen? Absolut. Ich glaube, der ist sehr misanthropisch. Tatsächlich. Okay. Glaube ich wirklich. Aber der ist halt auch so unscheinbar, ne? Das ist wirklich keine auffällige Person. Der kann an dir vorbeigehen, du würdest den nicht bemerken. So. Das ist kein Typ, der vom Äußerlichen her irgendwie auf sich aufmerksam machen muss oder so. Der ist einfach cool. Der ist einfach verdammt gut in dem, was er macht. Und der hat auch einen Output an Kunst. Ne? Der hat jetzt sein neuestes Netflix-Special. Hieß, ich weiß gerade nicht, hier in der Infocard, wo er sich einfach während der Corona-Zeit mit Kamera und Mikro und Instrumenten einfach quasi eingesperrt hat. Und dann gefilmt hat, was dabei rausgekommen ist. Und das ist von wahnsinnig verstörend bis wahnsinnig interessant und gut. Butch, bist du gerade auf dem Hof? Nee, ich bin gerade in der Mine fast. Okay, gleich. Nee, warte, dann mache ich... Na gut, ist ja erstmal egal. Was soll ich denn eigentlich machen? Ach ja, Steine und Erz? Geist. Kupfer? Ach, Geist, stimmt. Siehst du, ich wollte ja prismatische Scherbe, weil ich einfach... Ach, egal. Haben wir eigentlich? Nee, haben wir noch nicht. Na gut. Eislevel, ne, ist Geist. Da ist er. Gib mal ein bisschen Geld aus. Ich habe schon sofort kommt mir ein Geist entgegen. Hervorragend. Ich habe mal jetzt einen ich habe da jetzt einen Geist erlegt. Warum sagt er nicht, dass du vielleicht irgendwas Spezielles davon noch? Solaressenz oder so? Habe ich auch bekommen. Ich wünsche, dass ein Abenteurer in die Minen geht und eins von diesen Biestern erledigt. Ach ja, steht ja schon. Rede mit Zauberer. Bin schon fertig. Ja, dann beeil dich mal. Ich glaube, 20 Uhr macht er zu. Ja, ich kann auch morgen noch machen. Ein Zauberer mit Öffnungszeiten. Hätte es bei Harry Potter nicht gegeben. Na, weiß ich nicht. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Achso, genau. Ich habe mal hier einen Dingens in Auftrag gegeben, einen Schuppen. Okay. Weil. Da würde ich jetzt die ganzen, wie nennt man die? Warte, was steht hier? Wie heißen die hier?
Fässer reinstellen. Also wo Ja. man dann eine Frucht reinlegt und dann wird da halt Wein oder Saft und so draus. Und da würde ich quasi den Saft. Schuppen komplett damit füllen wollen. 6-mal Saft. Und dann gibt's richtig Saft. Hey, schaff's doch zum Zauberer. Ja, ist ja Cool. gut. Davon haben wir so viel. Okay, dann machen wir nochmal Blaubeergelee. Nice. Vorhin, hast du das Schild nicht wieder richtig gemacht? Doch? Ich habe jetzt eine Nein, Aubergine das- drauf gemacht. Ja, das kannst du direkt vergessen. Amaranth, Warum Junge. nicht? Amaranth. Aber Aubergine. Aber Amaranth. Ich habe ein neues T-Shirt schon wieder. Cool. Es ist braun. Oh, das sieht nicht schön aus. So. Braun ist wir keine sind gute immer noch Farbe. nicht fertig mit den Steinen. Ja, ansonsten, Butch. Bob. Nächstes Thema. Okay. Warte, jetzt muss ich überlegen. Ah ja. Was hältst du denn davon? Ist ja jetzt relativ neu, also auch schon wieder ein paar Wochen her, aber YouTube hat abgestellt, dass man die Dislikes bei Videos sieht, beziehungsweise jetzt nicht mehr sieht. Deine ich Meinung super. dazu? Bin ich Findest absolut du dafür. super? Oh, okay. Das kam Find ich. unerwartet. Ich weiß zwar, dass es auch wichtig ist, sein Unmut oder einfach mal zu zeigen, nee, das Video gefällt mir nicht. Und dass dieses Like-Dislike-Ding ist an sich eine gute Sache, Okay. wenn es den Menschen nicht gäbe. Ah, okay. Ja, weil das mittlerweile nichts mehr zu sagen hat. Jedenfalls nicht bei erfolgreichen Kanälen haben Likes und Dislikes wenig Aussagekraft. Weil die Leute sammeln sich ja mittlerweile und das Video wird hochgeladen und kaum ist es draußen, gibt es da schon Leute, die einfach auf Dislike klicken, einfach nur, weil sie nicht des Videos wegen, sondern des Kanals wegen. Weißt du? Okay. Und deswegen ja. haben da ist wirklich eine Maschinerie mittlerweile hinter, weshalb das einfach keinen Sinn mehr ergibt. So. Du kannst ja trotzdem noch sagen, du siehst ja als erfolgreicher YouTube-Kanal, kannst du ja gucken, okay, auf das Video habe ich so viel Likes, auf das andere habe ich nicht so viel Likes. Dadurch siehst du ja zum Beispiel schon, ob das jetzt besser ankommt oder nicht. So, theoretisch. Ja. Ich frage mich sowieso, warum die das Sternensystem weggenommen haben. Ich fand das Sternesystem auch super. Das hätten sie einfach Also beibehalten sollen. um mal zu outen, wie alt wir sind. Ja. Das Sternsystem war das Beste. Da hatte Sheldon Cooper auch recht. Dr. Sheldon Lee Cooper. Verzeihung. Selbstverständlich. Ja. Nee, deswegen, ich muss sagen, ich finde es tatsächlich nicht gut. Also ich verstehe deine Argumente und ja, okay. Aber ich finde es nicht gut, weil gerade also ja, das Argument mit den großen Kanälen, ja, kann ich nachvollziehen. Aber bei kleineren Kanälen und vor allem bei tatsächlich einfach Videos, die wirklich Schmutz sind, also Scam teilweise auch einfach sind, Ja. die dich verarschen wollen, die dich dazu verleiten wollen, irgendwas runterzuladen oder was weiß ich nicht so. Ja. Und das ist manchmal ja auf den ersten Blick dann halt vielleicht nicht zu sehen. Und ich finde, da ist so eine Like-Dislike-Ratio manchmal schon sehr aufschlussreich. Ja. Finde ich Was aber jedenfalls. auch, das mag ich nicht, oder der Dislike-Button ist ja nicht weg. So, er ist ja, immer noch da und der wird auch immer noch, glaube ich, Einfluss haben. du als User siehst es halt nicht, wie Ich glaube viele aber, da dass jetzt YouTube Dislike da gegeben auch in haben. der Findungsphase gerade ist. Ja, hoffen wir es. Weil das ist ein schwieriges Thema, das man auch nicht einfach so klären, sondern es sind jetzt Erfahrungswerte, die da ermittelt werden müssen. Wie wirkt sich was aus und schauen wir mal. Ich finde, das ist ein richtig schweres Thema, das ordentlich zu handeln. Ja, schauen wir mal. Ja, naja, ich finde es eigentlich nicht so gut. Dislike. Ha! Ja, erstmal Dislike auf die Folge. Erstmal Dislike. So, oh Mist, Fletcher. Bob, Hast du dir mittlerweile eigentlich schon meinen Keller angeguckt?
Ja, ich war doch schon mal da. Also nicht Aber noch. hast- Also, nee, noch nicht nochmal. Kannst du dir nachher gleich nochmal angucken. Bob, ich habe gestern einen schlechten Burger gegessen und Oh ja, das kannst du Seitdem- gleich in der nächsten Folge dann erzählen. okay, ich sag's in Also der außer nächsten du Folge. kannst das jetzt sehr schnell erzählen, aber Nö, gestern wir hast du können auch länger mal ein darüber bisschen- erzählt. Wir können auch mal ein bisschen Wir wollten ja können mal ein gutes, echt bisschen- ein schlechtes Essen machen. einen Cliffhanger machen. Stimmt. Machen wir jetzt eine Essensfolge als nächstes? Ja, warum nicht? Oh, machen wir. Gutes Essen, schlechtes Essen. Die nächste Folge hier auf Butchbob 42. Ist die Folge vorbei? Ja, ne? Ja. das ist ja Cool. eine gerade Anzahl von Tagen. Ich werde Stimmt. übrigens in meinem Keller einschlafen. Okay. Oder? Na, vielleicht. Nee, doch. Ich schlafe im Keller heute. Okay. Bestimmt gut Nicht für die gut. Atemwege. Bob ist ohnmächtig geworden. Na dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's um Futtern. Und Geil. das wird meine Folge. Ich freue mich schon total drauf. Wie Nice. gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, schaut euch alle anderen Videos an und kommt auf unser Discord-Channel. Ja, Macht das mal. er könnte auch über Futter dann reden. Genau. Kommt, Oder über guckt mal in die automatisiertes Videobeschreibung. Fahren. Guckt mal in die Videobeschreibung, da sind noch mehr Links. Ja, das war's. Tschüss. Ihr macht das schon.